Oh, jetzt muss ich echt überlegen. Also, was ich weiß, dass ich Thorsten Schubert heiße. Ich bin geborener Hamburger, wohne am Rande von Hamburg, am Sachsenwald, Hörimplantate, also die Prozessoren, Sensornetz. Seit wann habe ich die? Oh Gott, ja, das ist jetzt auf der rechten Seite 10, 15 Jahre her, auf der linken Seite die Hälfte. Egal welche, richtig schön laut singende Vögel im Wald. Ja, das ist wirklich schwierig. Das ist 'ne für mich zumindest eine interessante Geschichte im Nachhinein. Meine Mutter hat sehr früh erkannt natürlich, dass da irgendwie ein Problem ist und hat mich über Jahrzehnte zu Ärzten geschleppt, die mir alle immer sagten: „Da kann man nichts machen." Irgendwann kam mein Ohrenarzt, mein aktueller Ohrenarzt auf die Idee: „Ach, ich glaube, da kann man doch was machen. Kümmere dich doch mal um CI." Dann habe ich ein bisschen geforscht im Internet und bin auf einen Mann namens Alexander Görsdorf getroffen, der auch beidseitig implantiert ist, gehörlos auch beidseitig implantiert und CI-Implantate hat, also Med-L-Implantate hat. Ich habe damals eigentlich mich entscheiden müssen ja zwischen den einzelnen Herstellern, wusste aber nicht, wer ist denn nur wirklich gut? Und fragte den Alexander: „Sag mal, nach welchem Kriterium entscheide ich jetzt?" Sagt er: „Was ist denn für dich das Wichtigste?" Und da habe ich gesagt: „Technische Nachhaltigkeit." Und da habe ich alle großen Implantathersteller nacheinander angerufen und bei allen bekam ich eine Antwort so in etwa in der Art wie: „Ja, das können wir Ihnen auch nicht sagen. Das kann 10 Jahre halten, kann 20 Jahre halten." Und bei Med-L sprach ich mit einem Ingenieur, der sagte: „Mach dir keine Sorgen über das, was wir in den Kopf packen. Das hält ewig. Wir entwickeln außerhalb des Kopfes." Und das war die Entscheidung letzten Endes für Med-L-Implantate. Na ja, es ist natürlich besser als ohne. Ähm, Erstmals in meinem Leben kann ich zumindest räumlich hören. Ich kann auch einigermaßen richtungshören. Und was ich natürlich mit einem Ohr nie konnte, solange ich auf einem Ohr hören konnte, ist der Stereoeffekt, wenn ich Kopfhörer aufhabe. Das funktioniert. Das ist eine geniale Erfahrung für mich gewesen. Na ja, ich treffe relativ viele Menschen, auch schon als Schwerhöriger, der ich ja mit einem Ohr war nur. Und ich habe mir gesagt, irgendwie haben alle Fragen und haben alle Probleme, alle haben sie Ängste. Und diese Ängste, die habe ich ja letztendlich hinter mich gebracht. Ich habe den Prozess durchgezogen und habe festgestellt, das funktioniert und da ist eigentlich nichts Schlimmes dran. Und ich finde, das kann man gut den Menschen, die unter einer schwerwiegenden Hörbehinderung leiden, kann man durchreflektieren. Ja, also einmal das mit der Musik. Das ist für einen Menschen, der mit Musik aufgewachsen ist, ähm, und aus einer Musikerfamilie kommt, eigentlich eine wichtige Sache. Das war genial. Ja, am Ende natürlich auch einfach Naturgeräusche. Das finde ich also immer ganz, ich bin 'n Naturmensch, der ganz viel wandern geht in Skandinavien und in den Bergen. Ja, was soll ich sagen, Hörerfahrung. Ich habe Lautstärke als sehr negativ. Seitdem empfinde ich. Und wenn ich irgendwo in einer sehr lauten Umgebung bin, dann nehme ich sie ab. Ehrlich gesagt, auf weitere Verbesserung, auf Miniaturisierung. Ähm, Ich bin großer Hoffnung, dass ich noch mehr rausholen kann. Mit künftigen neuen oder mit Weiterentwicklung mehr rausholen kann aus meinem Gehör. Also für die, die eins suchen, riskiert es, wenn der Arzt sagt: „Ja, du bist dafür geeignet und es würde deine Situation mit aller Wahrscheinlichkeit verbessern, wage es." Ja, hab keine Angst. Das, was da am Ende passiert im Rahmen der OP und auch in der Nachsorge, also in der Reha, das ist A, nicht schlimm und B, sehr hilfreich und ich glaube, es bringt dich weiter. Mich hat es weitergebracht und ich glaube, wenn ich das schaffe, schaffen es andere auch. Ich lebe schon seit Jahrzehnten nach einem ganz kurzen Satz. Da steht einfach und machen und Punkt. Und man kann ihn durch Betonung verändern. Einfach machen,
und einfach machen. Das ist mein Motto.